Jetzt sieht man mal das Fahrzeug in kompletter Länge. 7,40 Meter, das ist Canada TQ Plus in einer besonderen Ausstattung. Wie nennt sich eigentlich die Farbe? Wie würdest du beschreiben? Ist es so Mokka, Kaffee? Das Ahornbeige, kann man fast schon sagen. Ahornbeige. Das Ahornbeige. Ja, du bist der Kalle, ich zeig dich gleich mal. Das ist der Ahorn Canada TQ Plus Modell 2022 und ihr wart auf der Messe in Düsseldorf. Habt ihr einige Neuigkeiten vorgestellt, unter anderem ein ganz neues Steuerungssystem für die ganze Elektronik, die mit drin ist, habt ihr zusammen entwickelt mit zwei Jungs? Genau, gerade mit dem Startup Revotion aus Düsseldorf, die eben da generell für den Reisemobil-Caravan-Bereich als auch für den Bootsbau Digitalisierungsmöglichkeiten anbieten. Das heißt, die haben wir auch ab Januar bei uns mit im Programm. Das heißt, wenn ihr uns auf der Messe in Stuttgart auf der CMT besuchen kommt Mitte Januar, könnt ihr auch da schon die ersten Fahrzeuge mit der kompletten Volldigitalisierungslösung von Revotion bei uns mitbestellen. So, jetzt zeige ich dich mal. Hallo Kalle. Servus, hi. 26 Jahre alt, seit 39 Jahren hier. Ganz genau. Wie lange schon? Seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren dabei. So, das Ganze, ich sag mal, hat dich ziemlich fasziniert. Ist ein bisschen anders wie Autos verkaufen, viel mehr Freizeit. Die Leute sind meistens happy. Genau, das ist natürlich hier der Riesenaspekt. Auch selber natürlich die Leidenschaft, die man ausleben kann in dem Bereich. Wenn man Camping begeistert ist, Camping leidenschaftlich lebt und auch selber am Campen ist das natürlich ein Kindheitstraum, selber in dieser Branche arbeiten zu dürfen und auch dann weiteren Leuten zu diesem Traum verhelfen zu dürfen. Ja, es hat ein großes Heck, aber der Überhang ist nicht zu sehr. Das Schöne ist, dass bei diesen Fahrzeugkonzepten immer die Beladung aus der Heckgarage ein bisschen mit einkalkuliert ist für die Vorderachse. Das heißt, je mehr ich hier einlade, desto mehr wird die Vorderachse praktisch entlastet. Genau, ja. Das heißt, wir haben auch hier gerade jetzt beim TQ trotzdem noch einen sehr geräumigen Kofferraum für das niedrige Bett, das wir gleich von innen sehen werden. Das ist unglaublich. Die Leute sagen, hier bei dem Grundriss habe ich zwar einen kleineren Kofferraum, kann die Fahrräder, das sieht man hier sehr schön, hinten auf den Heckträger drauf machen, der ist optional, aber ich habe ein Bett wie zu Hause. Ganz genau, das von beiden Seiten zugänglich, auf beiden Seiten auch mit einer Drittstufe direkt mit verbaut. Das ist natürlich hier der Riesenluxus, auch nicht ohne Grund das Queensbett genannt für Könige und Königinnen, weil man einfach vollen Schlafkomfort hier mit dabei hat. So, Ahorn ist ein Ort in Rheinland-Pfalz, glaube ich, oder wo? Genau, im schönen Rheinland-Pfalz, in Speyer sind wir direkt. Achso, Ahorn selber meinst du? Ja. Ahorn selber liegt in Baden-Württemberg, wenn ich da richtig informiert bin, in der Nähe von Osterburgen. Ja. Da hat damals der Senior vor mehr als 30 Jahren die Marke Ahorn gegründet, damals noch hinten in der Scheune das erste Wohnmobil zusammengebaut. Das heißt, da in der Führungsfamilie von unserem Familienbetrieb, den wir hier haben, natürlich auch da direkt schon seit immer die Campingleidenschaft, die Campingnähe mit dabei. Und da stammen die Wurzeln her von uns als Ahorn. Da warst du damals dabei, glaube ich, bei der Gründung? Noch nicht ganz, aber ich bin tatsächlich nahe von Ahorn geboren. Also ich bin damals Rothenburg ob der Taube auf die Welt gekommen, das heißt, auch da war die Nähe schon etwas gegeben. Sehr schön. Ich guck mal gerade, hier Fliegenschutzgitter, Lipper, Aufbautür, das ist alles gleich. Guckt euch bitte alle Videos an. Ich glaube, wir haben heute Rekord, heute Morgen. Wir haben alle Fahrzeuge gefilmt von euch mit diesem sensationell drehbaren Tisch. Klassische L-Sitzgruppe hier drin. Das heißt, des Deutschen liebstes Kind ist ja mal eben die L-Sitzgruppe. Aber das Besondere hier ist das Bett. Wir wollen mal nicht zu viel Zeit bei der L-Sitzgruppe verschwenden, denn hier kann ich ein Bett bauen. Das ist vielleicht schnell gesagt 1,20 Meter ungefähr auf 2,20 Meter, glaube ich, Breite. Hier oben ist 1,30 Meter auf 2,20 Meter ungefähr, plus minus. Und das Ganze mit einem Vinylboden, der auf dem Boden drauf ist. Selbst der Boden ist aus GFK, innen und außen. Genau, innen und außen auch der Boden, der Unterboden des Fahrzeugs komplett aus diesem Glasfaserkunststoff auch hergestellt. Sowohl alle Wände, Rückwände und auch das Dach des Fahrzeugs. So, euer Konzept ist, ihr habt wenig Varianz, muss man auch sagen. Ich sehe also im Innenraum, zumindest mal im Jahr 2022, eine Farbe, eine Holzfarbe, eine Möbelfarbe. Polsterfarben habt ihr auch nur eine? Genau, wir unterscheiden tatsächlich zwischen 2 Modellen. Wir haben die Kanada-Linie und die Alaska-Linie. Die Alaska-Linie mit deutlich dunklerem Holz und hellerem Polstern gehalten. Die gucken wir uns gleich im Anschluss nochmal an. Die Kanada-Linie kommt tatsächlich immer im gleichen Design. Das ist aber auch so ein bisschen das Erfolgskonzept von Ahorn. Wir haben also eine sehr lineare Produktion. Die Fahrzeuge sind sehr, sehr baugleich alle. Dadurch sparen wir uns aber auch im Vergleich zum Mitbewerb 7.000 bis 10.000 Euro pro Fahrzeug, die natürlich dann direkt an den Kunden weitergegeben werden können. Somit erzeugen wir hohe Qualität
Qualität bei einem so wettbewerbsfähigen Preis. So, wenn ihr das Video seht und sagt, hey, zeig doch mal die Küche, mach doch mal dies und jenes, verweise ich auf zum Beispiel Innenraum. Was haben wir eben gefilmt? Der war doch Küche gleich, oder? Genau, das war jetzt gerade der Canada.de. Im Innenraum hier vorne mit der L-Sitzgruppe und der Küche komplett identisch. Das heißt, da könnt ihr gerne einfach nochmal das Video, vielleicht ist oben rechts verlinkt, könnt ihr direkt draufklicken und dann... Ja, denn das Besondere hierbei ist dieses sensationelle Hotelbett, was man hier hat. Ich zeige mal ganz kurz rein. Ihr habt eine richtig feste Tür, die zeige ich mal gerade. Die kann man richtig schließen und hat dadurch einen eigenen Raum. Die Tür ist auch richtig stabil. Also du hast eine richtige Abschlusseinheit zum Vorderraum. Genau, man hat eine richtige feste Abschlusstür, was ja auch dann doch im Alltag sehr, sehr wichtig ist. Es sollte dann doch ein Urlaubserlebnis sein, wenn ich dann morgens aufstehe und mich auf Zehenspitzen bewegen muss, weil der Partner noch schläft. Ist natürlich so eine Tür ein Riesenluxus. Die eine Person kann noch schlafen, während die andere morgens schon den Kaffee macht, die Zeitung liest. Die übrigens auch im Hubbett liegt, ja, das ist da vorne. Das heißt, einer kann vorne schlafen. Gerade Schnarcher sind hier noch mal ein bisschen entkoppelt. Die natürlich die ganz schlimmen Schnarcher, da wird auch die Tür nichts bringen, ja, die, ich sag mal, durchs Hotelzimmer durchschnarchen und so weiter. Aber es ist zumindest mal eine Entkopplung. Und dieses Queensbett hier, Breite? Da haben wir knappe 1,40. Also oder volle 1,40 besser gesagt, auf 1,93 Meter in der Länge. 1,93, also für dich ein bisschen zu kurz? Für mich ein Tick zu kurz, wobei als Seitenschläfer mit angezogenen Füßen das schon wieder komplett passt. Passt, also kein Mensch schläft ja oder wenige Menschen schlafen ja ganz ausgestreckt. Aber das Queensbett hat einen riesen Vorteil. Es lässt sich extrem ebenerdig begehen. Also von hinten kann ich es ganz ebenerdig begehen. Das kommt vielen entgegen. Dann habe ich 2 Riesenkleider, also keine Pseudo-Kleiderschränke, sondern richtig große Kleiderschränke auf beiden Seiten für hängende Kleidung. Ganz genau. Das ist also hier ganz wichtig bei dem Modell. Wir haben Zugang von beiden Seiten. Wir haben die großen Kleiderschränke und auch da über dem Bett nochmal Stauraum mit verbaut. Hier auch unterm Lattenrost tatsächlich nochmal Stauraum mit dabei. Dass man einfach auch hier für alle Sachen, die man mitnehmen möchte, genug Platz hat. Es ist ein ganz anderes Schlafgefühl. Das Queensbett ist so wie zu Hause. Die Leute berichten, das Bett ist zwar nicht ganz so breit wie eine Liegewiese, aber so das Feeling, also ist wirklich ein ganz anderes. Deswegen guckt euch das an. Viele sagen, naja, längs Einzelbetten und so weiter, weil die Garage ja größer ist. Aber was tut man denn meistens? Man schläft im Bett. Ja, das ist so eine ganz wesentliche Zeit. Und da einfach aufzustehen, wenn du das mal gerade vormachst. Also du bist 2 Meter groß. Ich bin 2 Meter groß mit Schuhen, wahrscheinlich jetzt fast 2,5 Meter, was hier auch für den Größenabgleich im Fahrzeug vielleicht ganz wichtig ist dazu zu erwähnen. Und auch hier, wenn ich jetzt mit meinen 2 Meter mich hier reinlege, man sieht, ich mache es mir jetzt mal bequem zum Schlafen einigermaßen. Man hat den Platz. Man hat den Platz, hier schön zu liegen, es sich bequem zu machen. Und es ist einfach auch ganz wichtig im Reisemobil, dass man sich hier wohlfühlt, dass man eine Atmosphäre schafft. Du bist einfach draufgestiegen. Du musstest nichts erklimmen, nicht hoch irgendwo, sondern das ist Bett wie zu Hause, oder? Das ist Bett wie zu Hause. Und hier geht es jetzt ja auch genau darum, was vielen Leuten wichtig ist. Wenn nebendran der Partner schläft, man muss nicht drüber klettern, man muss sich nicht halb verbiegen oder eine Leiter runter. Schlag mal zur Seite aus, genau, dass man das mal sieht. Einfach schön an der Seite raus. Und ist schon wieder mitten im Fahrzeug. Das heißt, auch wenn es nachts mal die Toilette ist oder morgens einfach das Aufstehen, das macht das Ganze wie daheim einfach sehr bequem. Also viele Leute lieben diesen kleinen Nachttisch, der dabei ist. Da ist also hier eine Ablagefläche wie zu Hause, ein Nachttisch. Fehlt auch bei der Liegewiese, die du mit dabei hast. Da gibt es sowas nicht. Da musst du das oben oder unten machen. Hier kann man dann die Medikamente, vielleicht noch ein Getränk. Man kann also da auch ein kleines Tablett reinmachen, wo man die ganzen Sachen draufstellt. Dann hat man diesen Kleiderschrank. Übrigens, da empfehle ich für die Innenbeleuchtung. Es gibt von Osram eine geniale Leuchte. Kennst du die? Genau. Ja. Mit Sensor, dass wenn du die öffnest, automatisch angeht. Hast du die gesehen? Genau. Ja, ich habe selber so einen im Kleiderschrank bei mir privat verbaut. Wenn ich morgens aufmache, geht die Leuchte an mit Batteriebetrieben oder auch mittlerweile sogar ladbar über USB-Kabel. Und dann hat man da natürlich die... Klasse. Komm, ich halte mal gerade rein, da kriegst du richtig viel Kleidung rein. Da sind die Thermomatten, die sind mit dabei. Bei dem Fahrzeug das gleiche, auf der rechten Seite übrigens. Erwähnenswert absolut ist, glaube ich, die Sitzhöhe. Wenn man also hier aufrecht sitzt, ein Buch liest und man ist keine 2 Meter wie du, also man ist vielleicht nur 1,90, dann kann man sich hier einfach hinsetzen, kann sein Buch lesen und kann sich nach hinten abstützen. Das geht bei dem anderen Bett auch nicht. Genau, einmal das. Zudem kann man auch hinten den Lattenrost tatsächlich noch leicht anheben, wie auch daheim im Bett, dass dieser leicht nach oben kommt und arretiert. Also wie in der Reha. Wie in der Reha. Das ist auch hier möglich. Zudem können wir auch hier vorne einfach nochmal hochklappen. Wir sehen jetzt hier die Heizung einmal verbaut, die Truma 4C, die mit drin ist, eine Kombi
Kombiheizung, die für Warmwasser und Warmluft zuständig ist. Zudem aber wurde auch nochmal jeder Zentimeter Stauraum genutzt, um das gerade auch nochmal hier zur Linken als Staufläche zur Verfügung zu stellen. Ja, hier geht auch eine Heizung mit Elektropaket. Die 6 wäre optional. Genau, die Truma 6 ist auch möglich. Das heißt, auch da hat man dann natürlich die Möglichkeit, wie gerade erwähnt, über Gas und auch über Strom. Du sagst aber, die 4er langt. Also ich sag mal, von der Leistung 4 kW langt allemal, oder bei dem Auto? Genau, für die meisten, für 80-85% der Camper reicht die 4er komplett aus, wenn es dann doch um die Hardcore-Wintercamper geht, die sich auch im tiefsten Winter in den Norden Skandinaviens wagen. Da ist dann noch die 6er auch sehr angenehm. Wenn du mal kurz nach da trittst, dann zeige ich mal gerade großer Spiegel an der Stelle und die Möglichkeit, entweder ein Handtuch aufzuhängen oder einen Bademantel. Und hier haben wir eine riesen Dusche. Kalle, das ist doch unglaublich. Ihr habt also eine feststehende große Dusche mit auch einem großen Rand unten. Das heißt, du kannst auch mal ein Kind drin duschen, ohne dass direkt alles wegspritzt mit allem drum und dran. Das heißt, das Wasser bleibt da, wo es hin soll. Genau, Wasser bleibt da, wo es hin soll. Das auch mit einer festen Duschtür, also kein Vorhang, der vielleicht manchen Kunden dann doch unlieb ist, weil er sich dann doch mal am Körper anschmiegt während dem Duschen. Und das ist uns hier sehr wichtig, feste Türen. Das ist auch so ein bisschen das Designkonzept. Wir haben hier die feste Tür, durch die ihr mich gerade seht, zum Wohnraum hin, aber auch zur Toilette als auch zur Dusche, jeweils mit festen Türen, das Ganze geschlossen, um da einfach das Maximum an Privatsphäre, aber auch das Maximum an Komfort einfach hier zu bieten. Wie weit kriege ich die Tür denn auf, eigentlich hier, die Rolltür? Die Tür derzeit in dem 22er Modell tatsächlich bis hier beschränkt, da dann tatsächlich hinten einfach dieses Rollelement auch irgendwann an seine Grenzen kommt, wobei da langfristig auch geplant ist, das Ganze weiter zum Öffnen. Aber langt. Also, geh mal rein, du bist 2 Meter, hast lange Beine. Genau, und weil Beinfreiheit ist ja A und O, geht. Rein. Man hat hier den Platz, man würde es sogar zu bekommen, wenn man wollte. Aber auch hier, ich meine, das ist jetzt wirklich das Maximum an Körpergröße, was möglich ist mit mir. Man noch ein Spiegel, guck mal. Sehr schön Platz. Hier drüben nochmal ein Spiegel, genau, da kommt keiner zu kurz. Auf beiden Seiten ist auch hier sind Spiegelelemente. Also alles fühlt sich nicht so billig an, weißt du? Du bist ja oft in so, sag mal, Raumwundern mit viel Luft, mit allem drum und dran und dann fasst du irgendwo an und alles klappert und so, aber ihr seid von der Wertigkeit ganz oben mittlerweile, oder? Genau, wir sind ganz oben, wir haben auch viel nachgearbeitet die letzten paar Jahre, wir haben sehr viel da rein investiert, dort zu gucken, wo sind Kunden unzufrieden, wo darf man was verbessern und da ist natürlich der volle Fokus drauf, das beste Produkt so gut, das Beste wie möglich zur Verfügung zu stellen und das zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis. Das Klopapier, wo ist das Klopapier, das versteckt sich einmal hier drinnen. Wir haben schon vorgearbeitet. Also falls einer mal reinmacht hier. Ist das schon mal passiert eigentlich? Zum Glück noch nicht, nein. Okay. So, dann oben hast du auch noch mal einen riesen Staufach und der Spiegel ist angeschrägt, sodass man also da wirklich auch für kleinere Personen da gut reinkommt mit 3 Scharnieren. Sehr schön und wir gehen noch mal kurz rein. Das Hubbett einmal kurz runterlassen. Der Schlüssel versteckt sich jetzt gerade noch drüben im anderen Fahrzeug. Magst du mal kurz holen? Dann film mich schon mal den Innenraum. Ich kann ja schon hier quasi anfangen als Verkäufer nach 20 gedrehten Videos. Also L-Sitzgruppe haben wir mit drin. Man kann diesen Tisch übrigens nach unten bewegen. Man kann ihn drehen und man kann ihn hier links, rechts, oben, unten komplett bewegen, sodass also alle Leute durchkommen. Das Starke ist wirklich das Drehen. Also das ist in allen Richtungen. Dazu gibt es hier einen kleinen... Mal gerade selber gucken. Ich glaube auf der Seite. Ich glaube, ich brauche gleich mal Hilfe, weil ich ja beide Hände voll habe. Gibt es einen kleinen Bügel. Kann mal schauen. Muss aktiviert werden. Das Drehen des Tisches, was ist zu tun? Genau, wir haben hier hinten einmal einen Griff. Auf der Seite, natürlich. Genau, ja klar. Natürlich dort, wo man nicht geguckt hat. Hier auf der Seite lässt sich dann auch schön arretieren, zudem auch hier in alle Richtungen und Wege kommt. Damit ich gut durchkomme. Das wollte ich nämlich eben zeigen. Jetzt hast du einen großen Durchgang, kommst hier richtig durch. Und das Hubbett, das ist elektrisch. Genau, Dazu muss... Die 2 Kopfstützen dürfen einmal weg. Unter dir ist ein Anschnallplatz. Da kann man sitzen während der Fahrt. Den kann man umbauen zum Sitz. Machen wir jetzt nicht. Aber Gurt, Bock und so weiter, das ist da. Und das ist das Hubbett. Sitzplätze 5, gell? Hier an dem. Genau, 5 Sitzplätze, somit auch 5 bis 6 Schlafplätze. An und für sich sagen wir 5, da einfach unten das Bett, das wir hier umbauen können, mit einer Länge von 2 Metern, einer Breite von groben 1,20. Könnte man theoretisch auch zu zweit komfortabel schlafen, aber in der Regel für einen Erwachsenen oder 2 kleine Kinder. So, lass mal runter. Spannend. Was uns hier gerade auffällt, wir haben noch 1 Stunde 16 Restzeit. Weißt du, was das heißt? Wir haben netto über 8 Stunden Material gedreht schon, die reinkommen.
am Stück. Und damit haben wir so ziemlich alles abgebildet. Aber die Eco-Modelle haben wir noch gar nicht gezeigt. Das ist so denn die sind den Händlern vorbehalten, muss man sagen, für die Vermietung. Die sind alle ein bisschen einfacher ausgestattet, oder? Genau, die Eco-Modelle oft einfach ein bisschen brachialer gehalten, kann man fast schon sagen. Keine Rahmenfenster, sondern aufgesetzte Fenster. Wir haben selten einen Lattenrost mit verbaut. Für die Vermietung sehr, sehr sinnvoll und ein sehr, sehr gutes Modell, weil man will ja da die Marge so hoch wie möglich halten später beim Vermieten. Ich glaube, die Leute, wenn ich den miete 2 Wochen, ob ich da Rahmenfenster drin habe oder andere Fenster, das ist den Leuten ziemlich egal. Also die Basics alle gut ausgeführt, alles ein bisschen einfacher. Das ist so, hier zeigen wir immer die Endkundenversionen. So, die sind ein bisschen teurer, aber die haben das, was der Kunde, der ja das Fahrzeug dauerhaft will, der verlangt, glaube ich, andere Sachen, oder? Ganz genau. Da hat man also das so mit dabei. Was ganz interessant ist bei uns auch in der Vermietung, wir haben beide Linien selber zum Vermieten. Das heißt auch gerade die Kunden, die sagen möchten, genau das Modell, das ich mir später kaufen möchte. Du musst nicht ein Eco mieten? Nee, wir können tatsächlich beide Modelle mieten. Wir haben eine Mietflotte größer als 50 Fahrzeuge mittlerweile. 80 hat die Kollegin gesagt. 80 wir haben sogar, 80 Stück. Die haben, es kann auch sein, dass er gesagt hat, dieses Jahr haben wir schon über 80 vermietet. Das kann auch sein. Also es sind auf jeden Fall wirklich mehrere Dutzend Fahrzeuge, die ihr da habt, hier in Speyer. Ihr habt welche in Mülheim auch stehen in der Vermietung? Genau, auch in Mülheim an der Ruhr, auch in Frankfurt in der Niederlassung, in Dietzenbach selber. Zur Vermietung? Auch zur Vermietung, genau. Okay, sehr schön. Online kann ich einsehen, was wann verfügbar ist eigentlich bei euch? Genau, da kann man gerne jederzeit auf ahorn-rent.de gehen. Das ist unsere Vermietwebseite und da kann man jederzeit Verfügbarkeiten, Preise etc. den gesamten Einblick genießen. Ja, 15 Minuten, die sich lohnen. Darunter ist ein Rattenlost, ein Lattenrost. Mach mal bitte hoch. Ein Rattenlost, habe ich auch noch nie gehört. Und das könnt ihr euch in allen anderen Videos angucken. Ich glaube, das Spannende hierbei ist wirklich das Queensbett, dieser sensationelle Grundriss. Dass das Licht flackert, hat einen einzigen Grund. Hier ist nämlich keine Batterie verbaut. Ihr habt die Batterien hier in der Ausstellung. Das heißt, nur das Netzgerät macht im Moment die Spannung. Genau. Und normal kommt die Batterie und puffert das Ganze zwischen. Also nicht wundern, es flackert normal wesentlich weniger, muss man sagen. Das Hubbett zieht ja auch ein bisschen Strom. Genau. Das ist so. Ja, übrigens, ihr könnt die Sachen veredeln. Das Basiskonzept, die sind schon alle schön ausgestattet. Aber wenn einer jetzt Solar haben will, Lithium haben will, das macht er alles hier, oder? Genau, das können wir alles vor Ort in der Werkswerkstatt hier auch in Speyer komplett auf Kundenwünsche individuell erweitern. Auch in Mülheim? Auch in Mülheim, mittlerweile in Mülheim. Erst seit diesem Jahr haben wir unsere große Werkswerkstatt auch nochmal eröffnet, sowohl aber auch in Frankfurt. Das heißt, da sind wir auch deutschlandweit sehr weit aufgestellt, mittlerweile mit über 60 Servicepartnern. Das heißt, auch da zu all diesen Servicepartnern kann jederzeit gegangen werden, um Ergänzungen, Servicearbeiten allerlei machen zu lassen. Ja, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, muss man sagen. Ihr habt Standards, die ihr definiert habt, die jeder Servicepartner können muss. Aber ich sag mal, auch jetzt mal eine Seitenwand zu wechseln, was sehr selten ist, sage ich jetzt mal, denn du kannst auch die Seitenwände reparieren. Genau, man kann auch die Seitenwände sehr leicht sogar reparieren. Deswegen ist der GfK mittlerweile mehr und mehr gefragt. Es ist deutlich robuster als Blech, es ist deutlich günstiger, schneller und leichter zu reparieren. Und das sind natürlich ganz viele Aspekte, die gerade für einen kompletten GfK-Aufbau sprechen. So, hier ist er. 56.700 €, wie hier steht, 68.645. Aber das ist schon einer der größten und tolle Ausstattung. GfK-Rahmenfenster, Queensbett hinten drin. Ich glaube, die Haptik, man muss die anfassen. Das Ganze zu sehen in Speyer, in Frankfurt und in Mülheim an der Ruhr. Tschüss, danke. Ciao, servus.